on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I'd lie to you. I'm still in a dream, snake eater. I'm still in a dream, snake eater. Mahlzeit. Seid gegrüßt und herzlich willkommen, liebe Leute. Wie geht's euch? Schönen Tag gehabt? Hoffe ja. Wenn nicht, dann so. Spaß. So. Upp. So, wer ist denn hier da? Bavmora, hallöchen. Stefan, hallo. Lina, hallo. Kugu, hallo. Doxy, hallo. Ronny, hallo. Moment, muss auf Live-Chat stellen. Bavmora hatte ich schon. Itachi Uchiha, sei auch du gegrüßt. Seid gegrüßt. Wie geht's euch? Gut? Schönen Tag gehabt? Alles wunderbar? Willkommen zum ersten Spielewunsch. Nach der Spielewunschpause. Metal Gear Solid 3. Hey Blinky. Naja, bis auf das scheiß Wetter war es okay. Das Wetter geht hier eigentlich in Berlin. Wie geht's dem Rest? Blinky, alles gut? Alle anderen auch alles gut? Bestens, bestens, mein Stefan, das freut mich. Hallo Matthias.
Hey, Bloody. Alles klar, Ronny. Weiß ich Bescheid, kann ich es ungefähr einordnen. Ventilator läuft, das freut mich, Doxy. Was soll ich denn auf Twitch, Ushiha? Warum soll ich denn alles das, was ich mir auf YouTube aufgebaut habe, jetzt auf einmal einreißen und auch zu Twitch gehen ohne Grund? Ich war nur bei Twitch gewesen, weil YouTube da Corona-Zecken damals gemacht hat. 2 Wochen lang, 3 Wochen lang. Sonst sind wir doch immer auf YouTube. Was soll ich denn dort? Solange YouTube funzt, können wir auch hier bleiben, oder nicht? Was meint ihr? Was meint ihr? So, Metal Gear Solid 3. Gott. Hab ich überhaupt mal Metal Gear durchgespielt? Phantom Pain habe ich mal gespielt, aber nie durchgespielt. Weil mir diese offene Welt nicht so zugesagt hat. Nee. Sons of Liberty habe ich damals gespielt für die PlayStation 2, war aber schon damals, wo es dann rauskam. Aber nie durchgespielt. Ich glaube nicht, dass ich auf Twitch mehr Geld verdiene als auf YouTube. Itachi. War der nicht im Juni? Der Juni ist echt golden für mich und meinen Kanal. Weil erstens habe ich hier 57 Subscriber. Auf Twitch 0. Bis das alles bis ich das da erreicht habe. Hey Viking. Hinzu kommen die ganzen Superchat-Spenden, die es bei Twitch nicht gibt. Das Einzige, was bei Twitch besser ist, ist die Bildqualität. Ah, das bei Weitem, aber sonst. Yassiful, hi. Ja, Zeus Klient sei Dank. Er hat sich das Spiel gewünscht. Der nächste Spielewunsch ist dann, sag ich schon Metal Gear, Nier Automata von Dark Shadow. Hallöchen, Japan-Fan. Kennst du Metal Gear Japan? Ich nicht. Weißt du, dass es eine Stealth-Action ist? Also Spionage, Schleich-Action-Spiel. Also absolut nicht meine Königsdisziplin. Ich glaube, bei mir pflastern wieder lauter Leichen den Weg. Ich glaube, ich würde auch Hitman spielen. Und überall Explosionen und Autos in die hoch, also völlig aufmerksam alles machen. Ich habe deinen Resident Evil 7 Madhouse Videos angeschaut. Ah, freut mich. Das habe ich damals auf Twitch gestreamt. Ja, ich weiß nicht, ob man da die Vorgeschichte von 1 und 2 braucht, Yassi. Das weiß ich nicht. Weil die habe ich ja nicht, die Vorgeschichte. Ich bin nicht in dem Metier drin. Das freut mich, Viking. Hey, abgehoben. Ja, mal gucken. Jetzt muss ich hier... Das braucht ja noch nicht zu sehen. PlayStation Now starten. Was hast du heute gemacht, Blinky? Gestern war Klößchen da. Hast du gesehen, ne? Doxy, gestern war Klößchen da gewesen. Das Klößchen war gestern da. Hey, Kulle. Eigentlich habe ich jetzt schon PlayStation Now angemacht, weil gerade ein Update runtergeladen wird. Hey, Hindukusch.
Klößchen war da gestern, ja. Hab nichts gemacht, gar nichts. Echt nicht? Auch nicht die Xbox angeschmissen? Lange ging der Stream gestern noch? Bis 0:15 Uhr? 0:30 Uhr? Was ist, wenn man für 50 Euro subbt? Dann kannst du Bloody Sherry fragen, sie ist eine von denen. Man hat einen Spielewunsch auf Platin frei. Ach so, genau, Bloody Sherry, was ist denn dein Spielewunsch? Und man kriegt 2 Fanartikel seiner Wahl. Die werden, die Subscriber-Fanartikel werden am 1. losgeschickt, am 1. Juli. Also jetzt der Juli, der jetzt kommt. 10 Minuten, was hast du denn da gemacht, Blinky? Mal kurz das Startbildschirm angeschaut und dann wieder ausgemacht. Hä? Achso. Das hasse ich immer bei PlayStation Now, dass man sich immer wieder neu anmelden muss. Hey Iceman. Hey Bambus. So, da bin ich auch im Spiel. Nicht im Spiel, im PlayStation Now-Modus. So, wie war nochmal hier Spiele suchen bei dem Spiel? Warte mal, Spieleverlauf. Wie kann man denn hier einzelne Spiele suchen? Das habe ich schon immer mal rausfinden wollen. Hier ist Phantom Pain. Also ihr habt ja gestern auf alle Fälle mir versichert, dass es das Spiel für die PlayStation Now gibt. Deswegen würde es ja hier wohl irgendwo sein. Wie kann man denn hier einzelne Spiele suchen in dem... Weiß das jemand? Wo ist denn hier Suche? Drück mal Start. Wie drück mal Start? Wollt ihr es schon sehen oder was? Warte. So, hier. Wo kann man denn hier suchen? Ein Spiel. Just Cause war das, ne? Bloody Sherry? Jetzt sehe ich es gerade. Probieren, ja, das mache ich ja gerade. Sag mal, es muss doch eine Suchfunktion in dem Ding hier geben. Wie kann ich hier ein verdammtes Spiel suchen in dem PlayStation Now? Exklusiv bei PlayStation vielleicht? Nee. Nope. Controller? Ich bin am PC, Leute. Das ist PlayStation Now über dem PC. Das mache ich doch immer über dem PC. Aber wie kann ich denn hier verdammte Scheiße ein Spiel suchen? Das muss doch hier irgendwie gehen. Ach so, hier ist buchstabentechnisch. Wartet mal. M. Hier ist M.
Also ich habe mich jetzt auf euch Oh, ein Glück, ey. Hier ist es. Hier ist es, Leute. Oh, jetzt habe ich einen Schock bekommen. Ich dachte, das Spiel gibt's gar nicht. So, Neroboy, hallöchen. Gut. Wollen wir anfangen? Mal einen Soundtrack aus hier. Bis PlayStation Now gesagt hat, wir wollen jetzt loslegen, dauert es ja eh noch mal einen Moment hier. So, mal ganz kurz überprüfen, ob der Sound, den mache ich hoch. Ja, so. Gut, können wir loslegen. Auf geht's! Ins Stealth-Action-Spionage-Adventure. Also absolut nicht meine Königsdisziplin, aber vielleicht macht mir das Spiel so Spaß, dass ich schleichen lerne. Man mag's kaum glauben, aber mal gucken. Auf geht's. Ja, fortfahren. Ach so, wartet mal, wie habe ich denn PlayStation Now immer gespielt? Habe ich das mit dem Controller gespielt? Also mit einem PlayStation 4 Controller oder mit einem... Verstanden. Werden wir jetzt sehen. Bot fährt gerade hoch. Ich weiß gar nicht, wie wir damals Silent Hill gespielt haben, auf welchem Controller. Ich glaube auf dem Gamepad, ne? Also auf dem PC-Gamepad und nicht auf dem PlayStation-Controller. Ist egal, werden wir gleich sehen. So. Metal Gear Solid 3. Okay, also PC-Gamepad, sehr schön. Virtuose Mission 1964 und Operation Snake Eater, das ist es, ne? Ja, gut. Die Ursprünge der Metal Gear Serie liegen im Jahr 1964 auf dem Gipfel des Kalten Krieges. Naked Snake, der Mann, der später zum legendären Soldaten Big Boss werden sollte, dringt in sowjetisches Gebiet ein, um dem Wissenschaftler Sokolov zu helfen, in den Westen zu fliehen. Diese Mission schlägt jedoch fehl, als Snakes Mentorin, eine Soldatin namens The Boss, unerwartet in die Sowjetunion überläuft. Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel und Snake ist auf einer einsamen Mission zur Tötung seiner ehemaligen Mentorin gezwungen, sich mit der wahren Bedeutung des Wortes Loyalität auseinanderzusetzen. Na, ist doch mal Schmuck. Haben wir gleich die Handlung inklusive hier. Ich glaube 12 Euro, glaube ich, oder sowas. Weiß jetzt gar nicht mehr, Doxy. Also jetzt nicht wundern, das ist PlayStation 3 Grafik, ja. Also nicht weinen, dass eure Augen keine Jubelsprünge machen. Also ich weiß es nicht, habe die Grafik noch nicht gesehen, aber PlayStation 3 ist das. So. Sehr schön. Ach du grüne Neune. Erstmal Option. Blut, ja. Eigene Perspektive normal, Third-Person-Ansicht hoch runter. Untertitel ein Vollbild. Ich glaube, ist alles gesagt hier. So. Neues Spiel, neues Glück, auf geht's. Trophäenfreischaltung bei Benutzung von Transferring erfordert Anmeldung auf PlayStation Now und Ursprünge. Was? Also ich habe Metal Gear Solid 2 damals zu Release nur mal angespielt. Metal Gear Solid 3 gar nicht gespielt und 1 auch nicht gespielt. Deswegen, ich spiele zum ersten Mal Metal Gear Solid. Dann für Neulinge des Action-Genres. Ich gehe mal auf normal. Ich hoffe, man kann die Schwierigkeitsstufe jederzeit ändern, wenn es zu schwer wird oder zu leicht. Hey, Ragnar raus. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War.
Ein zweites Hideo Kojima-Game nach Death Stranding. David Hater, das ist der Ede-Hater. Das freut mich, Ragnaros. (5:30 Uhr morgens. Approaching Soviet airspace. Pakistanische 20 Luftraum. minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Ja, ich weiß. Put on your Boy. mask. Does this panty waste know what he's doing? Also Schwächling ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Ganz cool, ey. Ganz cool. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings and fly. God be with you. Kojima und seine Cutscenes, ey. Kojima und seine Cutscenes. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Hey Felix. Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. Ist So das what normal? exactly is this wonderful mission? Dieser Grafikstil? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities. Okay, danke. And the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to
become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first, and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. Okay. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. Hey Andreas. We had no Hey Raziel. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Oh. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Der wird bestimmt getötet. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Sokolov. Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. Okay. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. Was die We're Waffen talking about a alles secret anrichten weapon so können. big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selino-Yarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Selbst die Cutscenes sind so lang, dass PlayStation auch nachfragt, ob man überhaupt noch da ist. Was ist denn jetzt? Ja, das ist ja scheiße. Jetzt habe ich das übersprungen oder was? Aber ich weiß jetzt ungefähr, was ich machen muss, oder? Oder war es eh zu Ende?
Also Sokolov retten. Hat ja fast der Stranding-Grafik. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? Well, you've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant. Daher also Be Solid careful, Snake. you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're What? completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? Hey, Niederreiner. You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Okay. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. Okay. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay. Okay, Snake, go get your backpack. Dann wollen wir mal. Remucci Süd. So, wo hängt denn jetzt der Rucksack? Lass mal gucken hier. Er hat gesagt, er hängt hier im Baum und man kann den sehen. Okay. Wie könnte ich durch? Vielleicht muss ich hier durch. Das sieht auch ganz gut aus, glaube ich. Steh mal auf. Steh mal auf. So. Jetzt hier hoch. Nee. Aufstehen. Alter, das ist eine Steuerung. Aufstehen. Aufstehen. Das ist ein Action hier. Was ist denn der Action-Button? Ah, Dreieck. So, hier hängt er. Sehr schön. Haben wir. Hey, immer drauf. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack.
In the survival viewer, choose weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the enter button. Okay. For other equipped items, just do the same thing from item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Oh. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger-happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Scheiße. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. Hey, Stolz. It's a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Cool. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Hey, Walker, Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet Jetzt you. kommt die noch an. Alter, was ist denn jetzt hier As los? in a Ey? medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Oh. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours.
You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top-secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You are a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake? Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Oh, ich werde dich per Funk unterstützen. Sag mal. Next to the Major. The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov.
Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Ach du grüne Neune. Ach du grüne Neune, es ist eine Schleichmission. Ach du. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission now. So. Dankeschön. Wir gehen mal in... Nee, das nicht. Geh mal auf. So. Sumpfgegend. Okay, dann wollen wir mal den Sokolov da rausholen. Mal gucken, wie lange wir unentdeckt bleiben. Erstmal gucken. Okay. Scheintodpille und Wiederbelebungspille. Ich glaube, diese beiden Dinge werde ich ganz oft benutzen. Bewegungsmelder. Okay. Dann war da was. Okay. Sonar. Aktives Sonar erfasst Tiere durch Schallwellen. Erstmal nichts. Erstmal gucken, wie schieße ich denn hier. Das ist Messer. Das ist Ego-Sicht. Das ist Waffenauswahl. Techniker. Ah, okay, gut. Okay, hier scheint kein Mensch zu sein. Ein Krokodil. Nostradamus, ey. Noch ein Krokodil. Kann der schwimmen? Ich nehme mal an, ne? Nee. What? So, der erste Tod war nach 2 Minuten im Spiel. Ich bin geiler Snake-Spezialist. Ach Mensch. Jeder Geheimdienst ist hinter mir her. Alle wollen meine Fähigkeiten haben. Ja, mieser Fieser, ich hab's jetzt auch begriffen. Dann müssen wir hier außen rum. Hey, Dante. Wow. Raus. Wie kann man denn hier zielen? So. Das pennt nur. Alter, ist wieder aufgewacht. Oh, da ist irgendein Koffer, schwebt da vorne links. Ob ich da schnell hingehe? Ich will den Koffer haben, da. Jawohl, Munition weg hier. Falsche Taste. So, sehr schön. Wir gehen mal in Deckung. Ich bin 45% getarnt. Ich nehme an, wenn ich mich hinlege, sind das 100, oder?
80, okay. Mich muss ja hier keiner sehen, deswegen. Ich guck mal, ob hier irgendwie... Hier ist eine Schlange. Geh mal auf. Aufstehen. Danke. Wow. Sehr schön. Ja, das kann ja was werden, Leute. Also ich glaube, hier werde ich richtig abfrosten. Da ist der erste Soldat. Zwei. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Okay. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. Okay. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. Hey, Havok. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Okay. So, da haben wir den ersten. So, wir sind ja grün. Das heißt, wir sind gerade olivgrün. Das heißt, dass wir gut getarnt sind. In diesem Sumpfgebiet hier. So. Geh mal hinter den. Ob der mich sieht, der läuft relativ langsam, der Typ. Oh, Schleichen, ey. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ja, vielleicht lerne ich es ja hier in dem Spiel. Wichtigste ist erstmal die Steuerung kennenzulernen komplett. So, jetzt steht der da. Der ist gerade gut isoliert. Der ist gerade gut isoliert. Ah, shit. Scheiße. Ja, das war ja Mist. Das war ja kompletter Mist. PlayStation Now. Olaf. Alter, nee. Also, das muss ich nochmal neu starten. Das geht ja gar nicht. Das muss ich nochmal neu starten. Also... What the shit. Das bringt ja gar... Alter.
Kann ich hier neu starten, ohne dass jetzt hier... Willkommen zurück, Bloody. Alter Vater, ey. Also schleichen, wow. Nochmal. So, jeden Angriff vermeiden. So, jetzt werden wir eigentlich stehen. Wir brauchen Geduld, Leute. Was war heute Vormittag? Was soll denn heute Vormittag gewesen sein, Harburg? Wenn der jetzt hier einbiegt, gehe ich da links ins Gebüsch rein. Jetzt. Geduckt bleiben. Schnell, 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 schnell. Wie kann ich hoch? Hoch. Hoch. Danke. So, jetzt mal ganz kurz hier Überblick über die ganze Sache. Das heißt, erstmal was gucken, ob sich hier irgendwas bewegt in der Nähe. Vor mir 3 Stück. Fernglas. Irgendwie Zoom. Kann ich hier zoomen? Schwer zu erkennen. So. Hinein ins Gras, schnell, runter. Sehr schön, da ist einer. So. Mal gucken, sein Bewegungsmuster hier. Doppel X. Oh, 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 lauf schneller. Rein. Danke. Vor mir ist einer. Jetzt mal wieder zurückkrabbeln. Ich bin fast aus dem Busch draußen. Das ist natürlich jetzt schwer zu sehen. Wo ist denn der jetzt? Da hinter mir. Steh auf. Steh auf. Scheiße, jetzt kommt er direkt auf mich zu, oder was? Shit, 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 shit. Vorsichtig. Geh in den Busch.
Du Pfeife. Schnell. Sehr schön. Sehr schön. Wartet mal. Noch nicht gegessen, Geschmack unbekannt. Ja, noch haben wir ja. Rucksack. Richtmikrofon. Schnell da ins Gras. Sehr schön. So. Hey Dragon King. Hallöchen, Depri-Sonne. Steht. Oh. Ich dachte jetzt schon wieder. Sag mal, laufe ich jetzt zurück? Ne, ich laufe nicht zurück, ne? Weil mir dieser Ast hier so bekannt vorkommt da geradezu. Huh? Who's that? Oh, Scheiße! Mal laufe ich jetzt hier zurück? Boah, Leute, Alter, ich weiß nicht, ob das... Nee. Wartet mal. Vergrößern. Ich habe keine Ahnung, ob wir zurücklaufen oder nicht. Hey, Alexander Wrubel. Doch, habe ich gerade aufgehabt. Aber die haben immer nur von den Gegenden. Immer nur von den jeweiligen Abschnitten die Karte. So, jetzt laufe ich mal in diese Richtung. Lauf. Da hinten ist einer. Ich muss erst mal reinkommen, Leute. Tut mir leid, aber ich muss erst mal reinkommen in das Ganze. Erstens die Steuerung und zweitens, Stealth ist nicht so mein Ding. Wie ihr seht. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich dem jetzt irgendwie aus dem Weg gehen soll. 2004. Depri-Sonne. Steht unten in der Videobeschreibung. Der kommt doch jetzt wieder hierher geeiert, ne? Ich soll jeden Kontakt vermeiden. War die Missionsbeschreibung.
Sehr schön. Hier hoch, wir gucken mal auf der Karte. Falsche Taste. Ja, da oben geht's weiter. Sehr schön. So, wir sind jetzt da, wo der gefangen gehalten wird. In Dolinovododno. Irgendwie so. Okay. Ein Bienenschwarm. Vielleicht könnte ich ihn damit ablenken. Oder irgendwie beschäftigen, dass er gestochen wird. Das war jetzt die falsche Taste. Jetzt steht er gerade nicht. Muss warten, bis er wieder zurück an seinen Posten geht und dann da oben gegenschießen. Was ist denn jetzt passiert? Ist der jetzt doch getroffen worden? Ich hab da gar nicht... Hä? Ich hab doch gar nicht gegen diesen... Wow! Scheiße, da kommen zwei auf der Brücke. Zurückschleichen. So, der eine läuft zurück. Das heißt, dass wir jetzt... What's wrong? Was ist denn da, dass die da alle einpennen? Das verstehe ich nicht. Ich habe doch da gar nichts hin platziert. Hey Jensemann. Aber ich habe doch beim zweiten überhaupt nicht geschossen. Ach so. Wenn man den einmal trifft, dann wirken die Pfeile nach einer Zeit, oder wie? Also ich muss sie nicht dreimal abschießen, dass sie betäubt sind, sondern einer und dann über Zeit. Dann pennen die nach einer Weile ein. Ach so. Jetzt habe ich das verstanden. Okay. Ich dachte, man muss dreimal schießen, dass das wirkt. Okay, okay, okay. Ah. Okay.
Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Ja. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. Ach du grüne You Neune. must not be exposed to any kind of danger. And do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Okay. Ich will eigentlich hier abspeichern. Ach so, der speichert automatisch, oder wie? Okay. Ich probiere mal hier hoch. Geht das? Nee, es geht nicht. So, da rein. Wir haben eine gute Deckungsmöglichkeit. Shit, kommt der jetzt hier reingelaufen? Hab ich offiziell die Arschkarte gezogen. Hm. Huh? The enemy's here. Scheiße. Who's that? Radio, get us some backup. Na komm, penn ein. Boah, Alter, ist das schwer. Also ehrlich, das wird richtig hardcore für mich, das ist schwer. Holy shit. Wow, wow, wow. Ich mach's nochmal. Ja, Jensemann, ich hab's verstanden. Das Problem ist bloß die Steuerung. Ich muss damit erstmal... Alter, die sind da auch zu dämlich, mich tot zu schießen hier. Boah, ja. Hey, Katashi. Endlich, ey. Dauert Jahrzehnte, bis sie mich tot haben, ey. Ach du Scheiße, Leute. Das wird schwer. Also das Spiel wird mich richtig an die Grenze bringen hier.
Da hinten steht ja eigentlich ganz gut für die Betäubungspistole. Habe ich ihn getroffen? Just my imagination. Ja, habe ich. So, jetzt da lang. Sehr schön. Nordöstlich der Fabrik. Mal hier rein. I'm seeing things. Nein, Mann, ey, die Steuerung. Och, Mensch. Weg hier. Ah, hier ist was zum Unter. Holy shit, Leute. I see him. Alter, Leute. Jetzt gehe ich da unten durch diesen Schlitz, den ich da entdeckt habe. Just my imagination. Hab ich ihn getroffen? Ja, ne? Ja, habe ich. So, da hinten war einer. Ja, genauestens, ey. Genau da, wo ich... Alter. Das Spiel wird mich richtig zum Verzweifeln bringen, Leute.
komm, ey. Komm, töte mich hier. Oh. Ich bin gekrochen, aber genau da, wo ich mich bewegt habe, hat er sich umgedreht. I see you hurt. Boah, ey. Ist bestimmt auch nicht schwer, aber ich kann halt keine Schleichspiele. Ich hasse das wie die Pest. Ich hasse Schleichspiele wie die Pest. Also, nicht hassen, aber ich kann's nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich hab noch genau ein Cockpit, oder nicht? Ja, auf Nummer sicher. Sehr schön. So, nochmal meine Taktik anwenden. Runter. So. Clown! Fuck! Was springt denn der da die Treppe runter? Ist das nervig, ey. Wartet mal, für den nächsten Versuch gucke ich mal auf der Karte. Wo genau das Zielobjekt hier sein soll. Holy crap. Holy crap, Leute. Das wird ein Spektakel hier. So. Ja, kletter durch den Rücken. Sehr schön. Rückwärts einparken, Leute. So. Karte gucken, wo ich jetzt hin muss. X. Ziel. Gut. Also wir müssen durch diese Trümmern hier und dann da oben. Okay.
Also da hinten lang, wo er gerade ist. Der Gute. Warte mal. Huh? What was that? Who's that? Ah, shit. Alter. Kann man hier einfach mal einen neuen Versuch machen, ohne dass man hier warten muss, dass die einen töten? Das ist ja fürchterlich. Gesagt, dass das Spiel mir keinen Spaß macht. Es ist halt schwer zum Reinkommen für mich gerade, weil es mein erstes Metal Gear ist und ich bin eh kein Schleichspezialist. Es wird bestimmt noch im Laufe des Spiels Spaß machen, aber jetzt gerade halt erstmal reinkommen. Hey Hoarek. Ja, ist mein erstes Amno. Hab ich ihn getroffen? Jetzt. So. Also diese Taktik ist gut. Hier lang, so. Während er nicht guckt. Hier lang. So, jetzt muss ich irgendwie diesen Kasper da hinten auskaspern. Steht da vorne. €5, Buffmoder, Dankeschön. Herzchen rein für Buffmoder. Dankeschön für die 5 € und Sticker. Warte mal, wenn ich mich jetzt hier hinhocke. Da ist er zu sehen. Ich weiß nicht, ob man durch die Treppe schießen kann. Kann man durch die Treppenschlitze schießen? Ist das möglich in dem Spiel? Oder wenn ich Glück habe, kommt er jetzt da lang. Hertha Ultra High. Komm, geh noch ein bisschen nach rechts, komm. Komm. Ja, so ist gut. Fall um. Danke. Jawohl. Vorsichtig. Da ist noch einer. Und dann da bei ihm rechts rein. Kann man um die Ecke ballern? Nee, kann man nicht. Oder wenn er sich umdreht, mal schnell einen loslegeln hier. Scheiße, er dreht sich nicht um. Jetzt hab ich natürlich die S-Card geschossen. Scheiße. Dreh dich um. Dreh dich um. Jawohl. Vorsichtig. Runter. Sehr schön. Vorsichtig. Sehr schön. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Da ist noch einer.
Steuerung ist hart. Kurz Karte gucken. Ist hier das Ziel? Wir sind hier. Im nächsten Raum ist das Ziel. Hier in dem... Hier arbeitet der an diesem Waffending? Oh, hoffentlich hat er jetzt zwischengespeichert. Also, der verbrennt irgendwas. Irgendwelche Akten bestimmt. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Yeah. Who's they? Colonel Volgin of GRU. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. Hey, Jitsu. Ich weiß gar nicht, wie ich dich aussprechen soll. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process. So it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. The Boss. Oder wie ist der Big Boss? Oder? Is that so? Hey, Jiggle. America is truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. Irgendwie ist mir der Professor nicht ganz richtig. Der macht mir irgendwie so einen finsteren Eindruck teilweise. Auch wenn er vernünftige Stimme hat, aber irgendwie... Da kommt noch was. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point.
We'll rendezvous with you there. Alles klar. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. Hey, Blatthooligan. It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Okay. Viel Spaß dabei, Jiggle. So, Sokolov. Auf zum Abholpunkt. Was macht denn der? Was macht denn der hier? Eine komische Hand. Was war denn bitte? Ui. Die werden beobachtet. Freeze! Scheiße. Wir wurden enttarnt. Scheiße. So this is the legendary boss. Wer ist denn das? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier? Oberst. He's the Ocelot commander. Ha! That's Major Ocelot to you. Major Ocelot. Don't you forget it. Und der hat uns verraten, oder? Ocelot. Josh Keaton. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Oh. Was ist denn das für eine Waffe, ey? Ja, genau, mit Querschläger, oder? Der wird jetzt Sokolov mitnehmen, bestimmt. Aua. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. Will denn der? Bosskampf oder was? Gibt's hier Bosskämpfe in dem Spiel? Boss, are you? Nee. Ich bin Snake. Was? GRU operatives! What is that stance? Huh. That gun. Lacht ihr, Snake. If you're not the boss... Okay, ja, alles klar.
then die. Major! Ja, ich bin noch da, Alter, die Cutscene. Shoot the other one! Whoa! Tja, GNU, Kommandant. Aber nicht gut, was hier. Da hat sich wohl jemand überschätzt und uns unterschätzt. Impossible. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! Töte den doch einfach, ey. But that was some fancy shooting. You're pretty good. Sokolov kann eigentlich wieder rauskommen, ne? Pretty good. Der ist bestimmt nicht tot. Der ist bestimmt nicht tot, Leute. Sokolov, komm raus. Irgendwie gefällt mir das. Mit der Story. Das gefällt mir. I read you. Snake, you alright? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgin. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Oh. Between Khrushchev's supporters and Volgin's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Jetzt müssen wir erstmal für Sokolov den Angsthasen wieder einholen. Wie gefällt denn euch das Spiel, Leute? Hey, Halbstarker. Wir pennen erstmal alle eine Runde. Das war ich, Entschuldigung. Top, okay. Mir gefällt es auch ganz gut, aber es ist schwer reinzukommen in das Spiel. Jetzt müssen wir erstmal Sokolov wiederholen, wo der langgelaufen sein könnte. Wir gucken mal auf der Karte, vielleicht ist der als Ziel markiert. Da unten. Also komplett zurück müssen wir laufen. Wenn das Spiel das so beibehalten hat, dann müssten da auf dem Weg alle pennen, die mir gefährlich werden könnten. So, hier lang sind wir. Durch den Aufruhr da drinnen müssen ja eh alle getriggert worden sein von den Leuten. Hier ist erstmal keiner. Das ist mein erstes. Jiggle. Mein allererstes. Da ist er, oder? Erstmal pullern am Baum. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes.
the best GRU has to offer. They're coming for me. I'm finished! Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Alter, was war das denn? Look. Was ist denn das? That's what they were making you build. Yes, the Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain. Oh yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Nicht schlecht. Is that thing Danke, finished? Bafmoda. Schön, dass du da warst und danke für dein Däumchen. This is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2. The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Okay. Mal gucken, ob wir ihn jetzt zum Abholpunkt bringen können. Sokolov. Sokolov ist ja der Beste, ey. Wie gefällt dir das Spiel bis jetzt, Blinky? Hui. Und Stefan? Yes. What the shit? The Boss. Unsere Mentorin. Boss? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. What? Und das Motten? What the shit? Hat die uns verraten oder was? Hornets. Hornissen. Wer ist das denn? Was ist das denn? Hornissenmeistermann und irgendeine Ekelfratze. Der sieht ja hässlich aus hier. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. Hä? We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying?
Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Volgin. Welcome to my country. And to my unit. Neil Ross. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. What? Sokolov is a little gift from my new hosts. Boss rennt zur Sowjetunion rüber. Coilless nuclear warheads. Wieso geht denn die in die Sowjetunion? These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is What? he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Aua! Ich hab erstmal einen Arm durchgebrochen. Hey Christian. He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. Khrushchev. Nie im Leben. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Hey Dennis. Jack, you can't come with us. Ja, das hab ich gemerkt. Der hat nur 4 Finger. Ah nee. What the shit? The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. Wir werden angerufen. Jetzt muss man erstmal Bescheid sagen, dass hier Kollege Bossin erstmal übergelaufen ist zur Sowjetunion. Was hat die dazu bewogen, ey? Nur ihre komische Einheit Cobras oder was? Ja, Hindukusch, ich dachte insgesamt wären es nur 4, aber waren 5. Das freut mich, Dennis. Der wird erstmal fassungslos sein, ihr Kollege. Also nicht er auch, aber hier unser Gesprächskumpel hier. Auftraggeber. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move?
You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. Oh, wow. They need to be fixed using surgical treatment. Okay. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Oh, der Arme, ey. So, jetzt erstmal Start. Heilmittel. Medizin. Magensaft. Schiene. Im Prinzip brauchen wir ja alles. Sehr schön. Oh, gut. Beschwerde, Knochenbruch, kein Verband angelegt. Habe ich. Knochenbruch, dann braucht man eine Schiene, richtig? So. Dann hier Knochenbruch, wieder Verband. Und Schiene. Was haben wir noch? Schlimme Schnittwunde, Blutung, kein Verband angelegt, noch nicht desinfiziert. Das heißt, wir brauchen einen Verband. Und Desinfektion, die war hier. Blutung. Blutung. Ist es Styptic? Ist es ein Pflaster hier? Ja, hier. Schlimme Schnittwunde. Hier. Sehr schön. Jetzt haben wir hier noch schlimme Schnittwunde, Blutung, kein Verband angelegt. Das heißt das gleiche nochmal. Also Verband, Styptic, Desinfektion und Nahtmaterial. Sehr schön. Und hier? Das gleiche nochmal. Zack. 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 Müsste jetzt voll sein. Vollständig. Ist ja cool gemacht. Hey Paul. Und vergesst eure Däumchen bitte nicht. Wem es gefällt, Daumen hoch, wenn nicht noch runter. Hauptsache lasst eure Däumchen da. Alter. Wie die den also ausgerenkt hat vorhin. Das war so eklig. Das ist ja nicht mal Survival-Meister hier.
Wie gefällt's dir, Stefan und Blinky? Ihr wart doch ganz gespannt drauf. Bis gleich, Christian. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Ah, Can hi, you set it Paula. up? Jetzt erinnere ich mich wieder. Ist schon ewig her, Paul. Schön, dass du da bist. So. Ich glaube auch nicht, Nero. Ich würde es auch nicht schaffen. Das würde ich mir gar nicht trauen. Die werden jetzt anscheinend abgeholt. Aber was hat das mit dem Überlauf zu tun? Das ist der russische Nuklearpanzer, der hier, den wir vorhin gesehen haben, an den dieser Sokolov mitgearbeitet hat in der ersten Phase. Und die nehmen den mit, hier, diese Cobra-Einheit. Warum hat die uns denn verraten, ey? Mehr Action. Ist aber ein Stealth-Spiel, Blinky. Battle Gear ist doch bekannt als Stealth, oder nicht? Ist ja genauso wie hier Splinter Cell. Sag mal, hatten die mal was miteinander? Mentorin, Big Boss und er? Nee, ne? Hatten die mal was miteinander? Kommt mir gerade so vor. Na? Hey Erkan, sei grüßt. Was heißt na? Mit ja oder na? Mit nein. Ja, hätte sein können, dass wir trotzdem was haben, Amnu. Das eine schließt das andere nicht aus. Excellent. A great success. Hey David. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. What? Sokolovs Frau. Statt die ist in den USA. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. Wollt ihr Suizid machen, oder was? A kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. What the shit? Nee. Alter. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. What? Nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Nee. Der Typ hat eine richtige Vollscheibe. Okay, das ist jetzt unrealistisch, dass er das überlebt hat. PlayStation 3 Atompilz.
What the shit? Daten speichern? Ja, bitte. Ich überlege gerade, ob mehr Gameplay oder mehr Cutscenes in dem Spiel sind. So vom Verhältnis her. Das ist ja fast mehr Cutscenes als Gameplay, ne? Ich finde das nicht schlecht, aber es ist so, oder? Anscheinend ist es Kojima sein Ding. Ist ja auch bei Death Stranding teilweise so. Da hat man aber auch viel Gameplay, weil man ja eine Open World hat. Aber dass da viele Cutscenes eine Rolle spielen. Nee, jetzt geht das Spiel erst los, oder was? Wie viele Tote hatte ich schon gehabt? 10 bestimmt. What the shit? Ich hoffe nicht, dass das copyrighted ist. Dazu No One Lives Forever, Hasko. Wenn der dritte so bleibt, werde ich den vierten Peace Walker, den gibt's ja auch auf PlayStation Now, dann auch streamen. Aber nicht direkt im Anschluss, aber auch dann irgendwann bald. Wenn der dritte so bleibt, wie er jetzt bis jetzt ist. Brauchst du nicht, Amnu. PlayStation Now reicht aus. Brauchst du nicht kaufen. One week later, 11:30 Uhr. August 30.1964 im arktischen Ozean. Luftstützpunkt. Flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Ist jetzt 6 Tage später, ne? Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. Ja, das ist glaube ich 6 Tage später. Instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. Peace Walker ist nicht der vierte? Was ist denn der vierte, Kulle? So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions.
Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. No. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you, too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. Immer vom Absprung haben wir eine Zigarre. Ganz auf der Page jetzt, danke. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. PSP, okay. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. Oh. Khrushchev höchstpersönlich. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. What? Does any of this sound familiar to you? Oh, jetzt ist ein dritter Weltkrieg in der Luft. In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borisovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells? I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the Boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once, and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you.
However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Ah, okay. Deswegen hat uns. Das müssen wir jetzt machen. You must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week, and if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Armageddon. We'll be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. Ach, der The grüne Neune. higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Okay. Deswegen haben die uns losgeschickt, in einer Woche Boss zu töten und den russischen und die Nukleardinger zurückzuholen. One of their communications satellites, so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the two NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Also wir haben jetzt eine Woche Zeit, Boss zu töten und die Nuklearwaffen zurück, um Amerikas Unschuld zu beweisen. Und höchstwahrscheinlich den russischen Oberst auch noch töten. Deswegen haben die uns losgeschickt. Okay. Uns droht der 3. Weltkrieg. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. Freak out. Danke für dein Abo. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Die Russen dürfen uns jetzt aber nicht erwischen hier. Die hatte ich mal als Plastikmodell, okay. Nice, Leute, nice. Lass mich raten, mein Rucksack hängt wieder am Ast. Sehr schön. Ich hab diesmal nix, alles klar.
This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right, then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square zero. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance, too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and "Lali Lule Lo." Lali Lule Lo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Oh, sehr schön. So, Karte. Erstmal gucken. Okay. Okay, gut. Wollen wir mal. Wir machen mal eine andere Tarnung rein.
Ja, Streifen, wirkungsvoll zwischen Bäumen im Gras auf Boden. Ich will eigentlich, weiß. Warte mal, Bemalung. Maske. Wald. Shit. Naja, wird schon. Wird schon. Ist erstmal keiner. Okay. Remucci Nord. Also im Prinzip das gleiche Gebiet, ne? Fast. Nahezu. Bloß halt nuklear verseucht. Okay. Keine Bewegung vor Ort. Ein Pferd habe ich gehört. Was ist das denn? Ein Pferd? Hier ist das Ding, womit wir abgesprungen sind. Ebola. Plötze. Oder unser Red Dead Redemption 2 Pferd, was noch keinen Namen hat bis jetzt. Weil wir noch nicht im Stall waren. Hey Gamer Falk. Looks like death wasn't ready for you yet. Ach. Boss Tradamus hier, Boss. That arm still hurt? Nicht mehr. Ich habe erfolgreich meine Operation geschafft. What are you doing here? Go home. Kann ich nicht, mein Flugzeug ist abgestürzt. Go home. GRU and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss! I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. Mit der Alten stimmt doch was nicht. Der nimmt sich wie ein Roboter. That should stir things up a bit. You'd better hurry. Whoa. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Da ist irgendein Geist hinter ihr immer, als wenn die irgendwie ferngesteuert ist. I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me.
But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. If we meet again, I'll kill you. Aua. Aber ich töte dich eher vorher. Now, go home. Wie oft hat es jetzt gesagt, ich soll nach Hause gehen? 10-mal bestimmt jetzt in der Cutscene. Sag mal, Leute, ohne das Spiel jetzt zu haten, aber ist hier echt mehr Cutscene als Gameplay? Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Okay, gut, also wir haben jetzt die hat jetzt mit Absicht Aufsehen erregt. Das heißt, das russische Speer, da ist schon einer. What's this? HQ? HQ. This is HQ. Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Psst. Psst, psst, psst. Psst. Psst, 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 psst. Wir müssen nach oben, ne? Oder? Ich warte erstmal, bis der Alarm weg ist. Ich hoffe, dass die schnallen das jetzt hier nicht, dass sie hier ins Gebüsch humpeln. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Lass ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Der war gut, oder? Komm. Der war mindestens eine 6 von 10. Mindestens. Komm. Boah, Alter. Ich mach mal hier mein Mikrofon. Durch das Gras sehe ich natürlich nicht. Okay. Psst. Vorsichtig, noch 20 Sekunden.
Noch 5. Nee. Nur Angriffe, wenn es nicht mehr anders geht, Yassi. HQ. This is HQ. Patrol here. No problems detected. Understood. Return to your position. Okay. Das weiß ich natürlich nicht. Da ist einer. Jetzt natürlich meine Frage. In welche Richtung muss ich jetzt laufen? Entweder oben zum Ausgang da. Oder nach unten. Ich glaube aber nach oben, ne? Das heißt, wenn wir hier stehen, nach da, richtig? Mal kurz nachgucken. Da Richtung, genau. Hoffentlich. Psst, vorsichtig. Die krabbeln mal. Ganz vorsichtig. Dahin. Schnell ins Buschel. Oh, 80%, sehr schön. Müssen jetzt richtig sein, hä? Ja. So, da ist wieder... Aua! Oh, nicht in Drecksschlange, ey. Bin ich jetzt vergiftet? Ich bin vergiftet, Leute. Ich muss mal ganz kurz Gegengift einschmeißen, tatsächlich. Nee, nicht jemanden anrufen. Desinfektion ist es nicht, ne? Oder? Mit Schusswunden. Verbrennung. Blutegel, nee. Scheiße, ich habe kein Gegengift, Leute. Oder? Ah, doch, hier. Hier. Sehr schön. Verpiss dich, du Dreckskackwurstschlange. Wir gehen mal hier hoch, da haben wir eine gute Aussicht. Den haben wir ja vorhin auch benutzt, den Aussichtspunkt hier. Ach stimmt, da war ja der Wald, der Baum im Weg hier. No enemy detected. Sprach er und sah ihn sofort. Runter, 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 runter. Verpiss dich. Schnell, vorsichtig voll. Lauf, schneller und runter. Runter und keine Rolle, Mann. Manchmal hasse ich ihn. Weiter. Da läuft einer. Das wird jetzt hardcore schwer.
Scheiße. Scheiße. Nein! Nein! Oh. Sehr schön, sehr schön. Geh weg, geh weg. Weiter. Hau ab. Weiter. Dass ich keine Geräusche mache. Jetzt, zack, zack. Ja, genau. Psst. Psst. Das ist schon wieder eine Schlange. Sag mir nicht, ich bin wieder im Kreis gelaufen. Tatsächlich. Ich sag nichts mehr zu meiner Orientierung. Ich bin schon wieder im Kreis gelaufen, Leute. Da ist auch das Wrack. Hab mich ja sonst wie eine Kugel in dem Körper gefreut. Sag nichts mehr dazu, ey. Andere Richtung. Es ist aber auch verwirrend mit dem Gras hier. Da hast du echt null Orientierung. Und schwupps hast du eine andere Richtung eingelegt. So, da hoch. Mal nördlich bleiben. Problem ist, was mache ich jetzt mit Bruder Jakob da vorne? Der läuft genau meine Patrouille. Ich habe keinen Schalldämpfer und nix. Ah, das ist natürlich gut hier. Das ist gut hier. Ich überlege, ob ich den ausschalte mit dem Messer. Kann ich den one-hitten mit dem Messer? Die jetzt natürlich nicht übersteht, ne? Ja. Hey, Player D. Ich trau mich nicht. Ich will nicht wieder einen Hochsicherheitsalarm auslösen. Komm, komm, komm. Alter. Alter ist der. Ich lauf jetzt nicht weiter. Mach eine Richtungswechsel. Komm bitte. Bevor ich jetzt wieder falsch laufe. Ich guck mit dem Rücken. Also ich muss im Prinzip da lang, wo er lang. Richtig? Ja, richtig.
Lauf. Mitglieder Spielewunsch, so wie es im Titel steht, Player Day, deswegen mache ich's. So, jetzt haben wir wieder diese Brücke. Im Prinzip der gleiche Ort wie vorher, bloß halt nuklear verseucht. Ja, genau. Ja, du bist eine Pfeife, Solid Snake, ey, ohne Witz. Kommt er jetzt hier hoch? Ja. Da sehe ich schon das Gras rascheln. Da sehe ich schon das Gras rascheln. Jetzt sehe ich gleich seine Fresse hier. Also. Scheiße. Ach, shit. Haben wir verloren. Gut, er lebt noch. HQ, please respond. Sekunden. Hier runterkommen, bitte. Schnell. Alter. Wo ist er? Boah, ich muss erstmal den Alarm runterlaufen lassen. Nur ein Messer. Eine Blendgranate, aber die macht der Krach ohne Ende. So, dann warten wir jetzt mal den Countdown ab. So als hätte ich keinen. Hätte nämlich nicht entdeckt. Nur bei der ersten Mission, bei der Mission hier nicht. Nur bei der Tutorial-Mission hast du die dabei gehabt. So. 12 Jahre, ja genau. 2004, nee, länger. Älter ist das Dante. Das Spiel ist 2004 rausgekommen, also das Original. Scheint anscheinend eines der letzten PlayStation 2 Spiele gewesen zu sein. Ich glaube 2005 oder 2006 ist die PlayStation 3 rausgekommen und das ist ja aus dem November 2004. Und in der Videobeschreibung steht das Release-Datum vom Original. Und auch ein bisschen die Handlung. Ja, das übliche Programm. Wie ist eigentlich die Bandscheiben-OP gelaufen? Japan-Fan von dem Hund. Ja, ich habe normalen Schwierigkeitsgrad genommen, also den 3. von 4. Wenn es zu schwer wird und ich irgendwie komplett abfruste, dann mache ich es natürlich runter, aber solange. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Das Problem ist, wie kriege ich den Typen jetzt von der Brücke weg? Wenn der andauernd auf der Brücke Patrouille läuft und ich muss ja darüber. Vielleicht geht er auch hier komplett weg. Vielleicht läuft er nur Patrouille, wo hier Alarmzustand war. Warte mal ganz kurz, Fernglas. Dreiecke so. Ich sehe eine Patrouille.
Der sieht mich von da hinten natürlich nicht. Der läuft da unten lang. Ich muss über die Brücke laufen, wenn er diesen Weg, den er jetzt nach unten läuft, wieder nach oben läuft, weil er dann mit dem Rücken zu mir steht. Ah, der läuft nur halb. Okay, das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Hab ich weniger Zeit. Okay. Ich glaube, ich habe soweit verstanden. 1. Ja, warte mal, das ist unsicher. Er hat genau die Brücke im Blick gleich. Er hat genau die Brücke gleich im Blick. Alles super gelaufen. Sie muss jetzt zu Rea, damit sie wieder laufen kann. Freut mich. Ilja, hallöchen. Vergesst eure lieben Däumchen nicht. Wem es gefällt, Daumen hoch, wenn nicht Daumen runter. Also lasst eure traumhaften Däumchen da. So, jetzt bereit machen, wenn er wieder zurückläuft. Wenn er wieder zurückläuft, muss ich ganz schnell sein. Jetzt bleibt er stehen. Jetzt bleibt er stehen. Bereit machen. Bereit machen. Jetzt. Lauf, 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 lauf. Schnell, schnell, schnell. Solange der Stein im Sichtfeld ist. Und jetzt rechts ins Gras. Sehr schön. So, haben wir das gemeistert. Wo ist er? Wo ist er? Ich glaube, der kommt gar nicht hinter dem Stein hervor, ne? Vom Sichtfeld her. Ich habe das von da drüben war es schwer zu sehen. Ne, der kommt nicht vom Sichtfeld hervor. Hier ins Gras. Oh, das war jetzt knapp. Da läuft er. Prinz bin Alship. Hey, Real Chicken. Er läuft wieder zurück, das heißt, warten bis er weiter unten ist und dann schnell rechts rein. Ja, so langsam werde ich doch der absolute Stealth-Profi, oder Leute? Was sagt ihr? Ihr seid stolz auf mich. Zack. Sehr schön. Ja, Japan-Fan. Unten ist der Link, Leute. Mods, könnt ihr mal unten den Link von dem, unten in der Videobeschreibung ist ein Link, so ein Support-Link für Inka und noch jemand. Da unten ist ein Link in der Videobeschreibung. Mods, könnt ihr den mal in den Chat reinposten, bitte? Den Link. Dieser Support-Link für Inka und Dings. Ja, das stimmt, Yassi, aber trotzdem habe ich schlechte Erfahrungen damit gemacht, ohne Gras. So, dann war... In der ersten Mission waren hier lauter Wachen, aber es kann jetzt natürlich sein, durch diese Katastrophe, die hier passiert ist, dass hier... Pustekuchen ist. So, hier soll die Kontaktperson sein, ne? Soll das nicht da gewesen sein? Die Kontaktperson, wo wir Sokolov getroffen haben? Das war doch hier, da oben rechts. Anscheinend müssen wir noch weiter. Ist keiner. Ist der das Gamer-Falk? Der Support-Link für Inka und, also für Ellie und Inka? War das nicht so ein langer Link, Gamer-Falk? Also nicht den Spendenlink für mich. Den nicht.
sondern den Spendenlink für Ellie, für Inka und Ellie. Ist der unten noch drin? Habe ich den noch drin? Guckt mal nach, bitte. Also Fanartikel-Link, mein Spendenlink und da müssen noch Enki und Dingsbums da sein, oder? Wartet mal, dann geht mal einer von den Mods bitte in den Discord. Oder Japan-Fan, kannst du mal Blinky den Discord-Link schicken? Also den Link über Discord und Blinky postet den dann von Discord hier in den Chat rein. Geht das? Dann muss ich den für morgen wieder einbauen. Ist hier einer? Alles klar, Blinky. Du kriegst gleich von Japan-Fan den Link und dann stellst du den einfach in den Chat rein. Von Discord hier in den Chat. Einfach Copy und Paste. Also kopieren und reinfügen. Hier ist gar keiner. Hier bin ich verzweifelt in der ersten Mission. Aber hier ist anscheinend keiner. Durch die Nuklearkatastrophe. Hier oben ist, warte mal. Wie komme ich denn da hoch? Wie kann der hochklettern? Wie kann der klettern? Ich will da hoch. Kann der nicht springen? Wie komme ich denn an die Kiste ran? Wie komme ich denn an die Kiste? Wie springt denn der hier? Achso, oh Gott, ist das... Das ist teilweise... Die Steuerung ist aber echt Karton A. Die Steuerung ist aber... Der Karton ist zur Tarnung, ne? So, hier war Sokolov drin, ne? Alter, nicht so viel Krach. Ist hier irgendwie ein Geheimnis? Nee, nicht. Was ist denn jetzt? Sokolov, da war niemand, keine Kontaktperson. Oh, Cutscene. Jetzt vielleicht die Kontaktperson, Fragezeichen. Danke, Blinky. Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Yes. Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. Ich bin Eva. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Answer me. Lulalala. Nein, wir wurden wieder verraten. Wir wurden wieder verraten. Und wieder eine Falle. Get down! Oder auch nicht. Die hat uns vor einem Verrat bewahrt. There is your answer. Kein Problem, Japan. Oh. The name's Eva. Okay. What? Alles klar.
Und wie eine Zigarre. Was hat denn der für eine Raucherlunge, ey? This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your Was meinst du, Jensemann? It's Snake. Snake, huh? Achso, wegen der Cutscene gerade, Jensemann, oder was? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? What happened to Adam? Colonel Volgin is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were? Yes, Why? because I can do things he can't. I heard you used to be a codebreaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. Mauser. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. Achso, ja, You Jensemann. held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. Was für eine denn? Jawohl. Schalldämpfer-Hype. 45, huh? Mit Schalldämpfer vorne dran, oder? Ja. Incredible. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Echt, Stefan? Dankeschön für den... Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. You had this with you, didn't you? Hat die andere ja wieder Better take auseinandergebastelt. this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then. Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? Kannst auch PlayStation Now benutzen, We'll Christian, dann see, kannst du es auch won't we? spielen. Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area, and you'll reach a cave. Move through the cave, and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse, and you'll come out just south of the lab. Got it. And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. Auch Solid Snake, so ein Angebot, ey. Oder auch nicht. You'll never make it in your condition. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio.
That's it? 12 im Monat, Christian. My orders are to provide you with information, nothing more. You look disappointed. All right then. I'll do something special for you. Nee. Hätte ich hier ab 18 in den Chat schreiben müssen, oder was? In den Titel? I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Ein Glück, ey, YouTube. Sonst wäre YouTube bei den Nippel wieder eingeschritten oder so. Oder ist das nur bei Witcher so? Weil bei Last of Us 2 war es ja auch nicht so. She's right, Snake. You should get some sleep. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. Daten speichern? Ja, bitte. Gefällt mir das Spiel. Coole Story bis jetzt. Wie gefällt's euch? Immer noch gut? Ja, sie. Witcher 3 muss ich abbrechen, deswegen. Aber es war irgendwie nur bei Witcher. Bei Last of Us 2 hatten wir ja auch eine Nippel- und Sexszene, da war nix. Manche wurden auch gesperrt. Manche Streams wurden gelöscht von Last of Us 2 Streamern. Aber ich hatte Glück gehabt. What the shit? What's the matter? We're surrounded. I see 4 of them. Spitznaz, Diese Knu oder wie heißen die? We've got company. It's the Ocelot unit. Let's get out of here. Hurry. Der Kojima, ey. Don't forget your gear. Here. Da oben steht immer R1, wenn man es machen kann. We can use this to get to the basement. Okay. Da ist der Wichser schon wieder. Warum haben wir den vorhin nicht getötet? Ocelot. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. Huh? Don't go dying on me now. Hey, Suffer Place. Däumchen sind ja heute mager, ey. Vergesst bitte eure Däumchen nicht. Wem es gefällt, Daumen hoch, wenn nicht Daumen runter. Hauptsache lasst ihr auch Däumchen da. Scheiße. Scheiße. I see him. Au. Au.
Informationen mehr. Lad doch mal nach. Also irgendwas mache ich hier gerade falsch. Ich probiere mal wegzurennen. Shit. Ich verstehe jetzt gerade nicht, was das Spiel jetzt von mir will. Muss ich die alle töten oder was? Wartet mal. Okay. So, wartet mal. Ich benutze. Wartet mal. Boah, komm, ey. Also das Kampfsystem ist ja total am Müll, wenn es hier sowas geht. Boah, nee. Der Alarm geht nicht runter. Da ist auch eine Feindesanzahl. Es könnte mir sein, dass ich die erst alle ausschalten muss, heimlich. Treffen die mich jetzt nicht, oder was? Ey, die sind doch so blöd. Ich probiere mal unters Bett. Die stehen jetzt hier wie die Hampelmänner. Did we lose him? What? Not here? He's not here? Keep looking. Move! Warten wir einfach ab, Leute. Okay. Warte mal ganz kurz auf der Karte gucken, wo ich eigentlich hin muss. Ich nehme mal an, da nach oben rechts, oder? Wo da der Spalt ist in der Karte, oder? Wird wohl so sein, ne?
Scheiße. Nein, ich hab's gerade gehabt. Aua. Vielleicht muss ich irgendwie wegrennen jetzt schnell. Okay, auf. Oh, shit. Ja, hab ich. Ach, ich muss die töten. Boah, wie soll ich denn das schaffen? Erstmal hier, das ist ganz gut. Achtung, die Hooligans kommen. Was ist, wenn ich hier schon Maß nehme, Leute? Was denkt ihr? Nee, ne? Die würden das merken. Ich probier's mal, weil dann sind ja gleich 4. Where did that come from? Where'd he go? Nee, oder ist es echt möglich, oder was? Where's he hiding? Nee, das bringt nichts, also. Das bringt absolut nichts. Komm. Anscheinend bin ich der Einzige, der geblendet ist, wenn ich sowas mache. Alter, wie soll ich denn das schaffen? Ich muss erst mal hinter die kommen, Christian. Die sind immer zu viert. Das ist es doch. What? Ach komm. Ey. Holy crap. Ja, in 10 ist er natürlich so. Oh, ey. Shit. Wie soll ich denn das schaffen, ey? In Schleichmodus die Vögel loszuwerden? What the shit, ey.
So, unter das Bett. Warte mal, wir probieren es mal mit dem Messer von hinten. Also wir müssen die auf alle Fälle hier erstmal weg. So, hier erstmal nichts machen. Das ist ja, glaube ich, die gleiche Wirkung, Christian, als wenn ich mich unter Bett verstecke, wenn ich mich im Spind verstecke, weil, hier sehen sie mich ja nicht, solange ich hier nichts mache. Did we lose him? What? Not here? Sei gegrüßt, Gerald. He's not here? Keep looking. Move! Oh, 1, 2, 3, 4. Move! Jetzt. Ja, wunderbar. Alter, what the shit, ey. Das hat doch keinen Sinn. Es hat doch keinen Sinn so. Irgendwas mache ich hier falsch. Der lebt noch, oder was? Kommt nicht wieder. Jetzt nicht mehr. Ja, was für eine Tarnung würde mir denn hier in dem Gebäude helfen? Warum? Wissenschaftler nicht. Splitter? Ja, sieht die aus. Vielleicht so. Habe ich jetzt mehr? 55%? Hatte ich vorher weniger oder mehr? Weißt du das? Hast du drauf geachtet? Nackt, ja. So, warten. Vorher hatte ich weniger. Okay. Also das hasse ich ja, wenn man die ja ausschalten muss. What? Not here? He's not here? Wartet mal. So. Warten. Warten. Move! Da steht einer an der Wand. An der Tür. So. Move!
Draußen sind sie. Nee, shit. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Wie soll ich denn das schaffen? Das ist ja Wahnsinn, ey. Das macht keinen Sinn so. Also irgendwas mache ich hier grundsätzlich falsch. Ich komme damit noch nicht so zurecht. Hat doch keinen Sinn so, das ist doch falsch. Irgendwas mache ich hier grundsätzlich falsch. Ich habe keine Ahnung. So. So, ich warte jetzt, bis wir rein und rausgehen hier wieder. Ja, ist gut, Friederike. Bloß halt schwer. Für mich, weil ich kein Stealth-Fanboy bin. Did we lose him? What? Not here? He's not here? Keep looking. Move! Hab ne Idee, Leute. Hab ne Idee. Die hat doch bestimmt nicht abgeschlossen, die Gute. Warten, warten. Jetzt. So. Da ist Gras, da gehe ich jetzt erstmal hin. Also das ist die beste Methode, ich glaube. Hier so rauszukommen. Ja, genau. Dankeschön, Spiel. Vielleicht hätte ich den auch ausschalten müssen, wenn ich schon noch drin in der Luke bin. Ich habe eine Idee, Leute, wie ich das schaffe. Ich will die schleichend töten, Christian. Ich will gar keinen Alarm auslösen. Und mit einer AK-47 mache ich hier Alarm ohne Ende. Ich will die einen nach dem anderen im Schleichen töten. So. Jetzt gehe ich ins Gras, bevor die rausgehen. Schnell, 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 schnell. Scheiße, die sind schon da. Ey, das kann doch nicht wahr sein, ey.
komm raus. Ich komme raus und werde erstmal volle Kanne entdeckt. Guck mal, hier ist noch Gras. Gras sind wir gut getarnt, 80%. So, jetzt nehmen wir das Messer. Did we lose him? What? Not here? He's not here? Keep looking. Move! Move! Okay. Oh, shit. Kein Sinn so. Tot? Nee. Das hat keinen Sinn, so irgendwas. Fuck, ist das schwer, ey, für mich. Geh auf. Oh, einer ist tot. Yay. Von 8. Sieben. 6. Keine Ahnung, Alter. Ich will gerne... Diese Waffe macht auch 0,0 Schaden. Ich geh mal hier raus. Also bei dem Spiel lernst du echte Schleichen, ohne Witz. Aber warum muss man die denn töten? Ich verstehe nicht, warum man die töten muss. Unbemerkt wegkommen finde ich ja okay, aber hier muss ich die töten. Hinter uns. Schräg. Da. Das kann doch nicht wahr sein. Das kommt von hinten, oder was? Ey, es kann doch nicht wahr sein, Alter. Wie schwer ist denn das? Das ist doch hardcore schwer. Wie soll ich denn diese 8 Typen hier unbemerkt töten? I see him!
Gute Nacht, Japan-Fan, schlaf gut. Schön, dass du da warst. Danke für dein Däumchen. Also ich komme mit dem Spiel nicht zurecht, gameplay-technisch. Null. Das ist mir zu hardcore schwer. Das hat da keinen Sinn, Blinky. Da werden ja trotzdem entdeckt. Es geht ja ums Entdecktwerden. Boah, Alter, wie soll ich denn 8 Leute hier töten von diesen Vögeln? Die sich hier stets und ständig wie so eine Maden hier rum... Boah. Keinen Sinn. Ich verstehe den Sinn nicht, warum ich die töten muss. Warum ist denn das jetzt so? Ja, genau, still. Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das nicht. Warum ist das denn so? Warum muss ich die töten? Sagt es mir, Leute. Warum muss ich jetzt auf einmal die Leute töten? Statt unbemerkt abzuhauen. Hat doch keinen Sinn. Fuck off, ist das schwer. Fuck off, ist das Spiel schwer. Ey. Wer hat mich jetzt hier gesehen? Oh Mann, also hier verzweifle ich bei dem Spiel, sage ich euch gleich. Dessen können wir gleich 125.000 Streams hier einplanen mit dem Spiel. Ist ja schlimmer als Nio. Kletter doch mal die Leiter hoch. Kletter doch mal die Leiter hoch. Danke. Ja, genau. Ey. Fuck off.
Terminsuchgerät. Was soll ich denn mit der Scheiße jetzt? Zeus-Klient, Dragon King. Lass mich ran, jetzt kommt diese Rasselbande hier reinmarschiert. Ja. Man kann man hier nicht um die Ecke killen oder sowas? Das muss doch auch gehen. Das ist doch Wahnsinn, das Spiel. Der war vorhin da gewesen. Gameerfolg. Das ist mir zu schwer, das Spiel. Der Schalldämpfer bringt mal gar nichts. Nee. 17 Jahre. Ah, okay. Aber ich zumindest jetzt mal das entdeckt. Okay, das ist nicht ein bisschen. Also so macht mir, warum, ich verstehe den Sinn des Spiels jetzt gerade nicht, warum ich die töten muss. Warum muss ich die töten? Sagt mir das einer. Was bringt mir das hier, wenn ich hier 8 von den Hampelmännern tot habe? Das verstehe ich nicht. Dass die 8 Leute tot sind, ist storyabhängig. Ja, sie. Ich finde das Spiel eigentlich geil, aber das ist gerade echt unfrustig unfair hier. Das ist gerade echt frustig unfair. So, da haben wir ein, wartet mal, jetzt so Tarnung. Diese Ziegelsteinscheiße hier, Kästchenmuster. Zack. Und die Bemalung war Splitter. Bringt zwar überhaupt nichts, aber egal. So. Ach, jetzt muss man doch... Wie kann man denn die richtig machen?
zielen? Kann man die Waffe nehmen von ihm? Nee, kann man nicht. Kletter hoch. Kletter hoch. Kletter hoch. Kletter hoch. Danke. Also Sinn der Sache ist es nicht, was ich hier mache. Sinn der Sache ist es absolut nicht. Noch 5. Nein, mache ich nicht, wenn die direkt vor mir stehen, Safa. Ich würde gern einen nach dem anderen umnetzeln, Yassi. Das Problem ist, dass sie immer mit Vierergruppen unterwegs sind hier. Und mich hier aus 6 Milliarden Metern sehen. Wartet mal. Hab eine Idee. Eine Idee. Schusswunde. Gut. Oh, jetzt. Oh, nee, warum ist der jetzt... Komm. Der stand doch mit dem Rücken zu mir. Der stand doch mit dem Rücken zu mir. Schlimm genug hier, ey. Wie kann ich den Schuss abbrechen, ohne einen abzugeben? Where's he hiding? Ow! What's wrong?
Die alle auf dem Fleck. Kann man hier durchschießen? Nee, ne? Das geht nicht so einfach, ne? Doch, das geht. Where's he hiding? Where's he hiding? Enemy in sight! Nur noch 6. Da ist einer. Oh, der steht so günstig gerade. Oh, der stand gerade so ultra günstig. Das war gut. Knie dich auch. Knie nieder, du Stück Dreck. Okay. Das sind ja auch Pappenheimer. Ah, shit. Oh, shit. Wie kann ich einen Schuss abbrechen in dem What's wrong? Where's he at? Knie. Noch 4. What's wrong? 3. Where's he hiding? Noch 3. Shit. Where's he hiding? Nein! Scheiße! Oh, jetzt hat er genau eine Granate drin geschmissen. Ja. Ja, das sieht gut aus. So, 3 noch. Aber ohne Munition. Die lassen auch keine Munition liegen hier und keine Waffen, ne? Die Hampelgadgets hier.
eine Humpel, die habe ich die Kniescheibe weggeschossen, ne? Ich geh mal da hinter die Truhen, schnell. Ah, vor mir! Noch zwei, komm, komm, komm. Kann ich mich hier drin verstecken? Nee, kann ich nicht. Wo? Noch zwei, Leute. Wie denn? Ich habe ja keine Betäubungsmunition. Kohle. Die besiegten Gegner anheben? Ich kann den nicht anheben. Ah, doch, hier. Oh, sehr schön. Wie viel? Ah ne, es war doch eine falsche. Warte, mal Rucksack. Nee, oder? Ist es jetzt. Habe ich jetzt echt die Waffe übersehen im. Ey, ich bin ja ein Dödel. Ich habe die ganze Zeit die Ja, gut. Jetzt sollte ich es dann doch schaffen. Ich bin ja ein Karl-Heinz. Ich habe die ganze Zeit hier so eine Waffe drinne mit Schalldämpfer, die wir auch schon vorher hatten. So, da sind die beiden. Ne, ihr habt mir es auch nicht gesagt. Außer jetzt gerade Kulle. Wo? Was ist denn das jetzt hier für eine Grafik? Danke. Da. Geradezu. Und da hinten. Das Geräusch ist... Seh ihn nicht. Laut... Der müsste da in dem Raum eigentlich sein. Jetzt zieh mal eine andere Tarnung an. Die Backsteinscheiße hier. Also mit den Kästchen, zack. Liter. Da ist er. Ich hab ihn gerade, glaube ich, gerade hinter... Ach nee, das ist nur ein schwebender... Die schwebende Kisten ist ja auch wieder so ein Highlight, ey. Der ist da in dem Raum drinne, der eine.
Oh, wer denn? Wer hat mich denn jetzt gesehen? Verstehe ich manchmal nicht. Diese Ortung von denen. Den auf dem Dach habe ich noch nicht. Stimmt, da hast du recht. Oh, jetzt gehe ich ins Gras mit meinen roten. Nicht. Der ist oben. Der ist oben auf dem Dach. Hoch. Hoch mit... So, noch einer. Noch einer. Wo ist der letzte? Oh, bitte, ey, lass es, lass es. Wo ist der letzte? Da ist er. Also laut Sonar ist er hier. Entweder auch oben. Da ist er. Ich gehe mal hier hoch. Das bringt mir hier nichts, ne? Nee, das bringt mir hier nichts. Oder warte mal, ich kriege einfach mal hier durch. Ich kriege einfach mal hier durch, Leute. Das kann doch nicht... Alter, jetzt verarsch mich nicht hier, Spiel. Nee. Snake, respond. Snake. Ist das ein Nervendreck, ey. Kann echt nicht wahr sein. Fuck off. So ein scheiß Steuerungspiss. Ich schick die alle schlafen, Leute. Ich schick die alle schlafen. Da brauche ich nur einen Schuss abgeben, egal wo, an welcher Körperstelle, die pennen dann alle ein. Warte mal. Wie waren das? MK22, ne? Zack. So, hier der erste. Weg mit dem Vogel, ey. Hat ja wieder so... War ja wieder wunderbar. Ja gut, der kommt gleich nochmal hier vorbei. Wenn ich Glück habe, dann kommen die ersten 4 schon angelaufen und dann musst du einfach nur... Da kommt er. So, der müsste jetzt gleich einschlafen. Oder? Jawohl. So, 7. Jetzt die nächsten. Die schöpfen jetzt Verdacht. Brauche ich nicht. Christian. Ah, kommt schon. Jetzt kommen die nicht hier lang, oder was? Vorhin sind sie alle nach der Reihe rangetanzt.
Warte mal, vielleicht habe ich Glück und kann die durchballern nochmal. Geht hier einer direkt? Nee, das ist... Where did that come from? Da. Schlaf. Where's he hiding? Schlaf. 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 Sehr schön. So, noch 6. Alle hinten. Wie die Rasselbande. Alle dort in der Richtung. Wenn ich Glück habe, kommen die jetzt alle hier angetanzelt. Und alle über mir. Alle über mir. Just my imagination. I see. Jetzt alle vor mir? Where'd he go? Hä? Zeigen hier an, aber da ist... Da ist da gar nichts. Aber ist das ein Fehler oder was? Ich gucke direkt zu den Gegnern, aber da... Wartet mal. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Oh. Ich weiß nicht, wie man einen Schuss abbrechen kann. Das ist ein bisschen nervig. What the shit, was war denn das jetzt? Where can he be? So, jetzt haben wir die 2 wirklich tot. Also laut... So nah sind die... Kann doch nicht wahr sein. Wo sind denn die? Die stehen direkt vor mir eigentlich, laut Sonar. Ist das Ding falsch oder was? Man kommt doch mal hierher gelaufen, ihr Vögel. Ich versteh's nicht, was mir der Sonar hier anzeigen will. Das ist doch falsch. Hey Chris. Ich versteh's nicht. Vorhin sind die wie die Rasselbande hier alle lang gelaufen. Und jetzt, wo ich jetzt Rätselslösung habe, kommen die nicht mehr.
echt nicht wahr sein, ey. Habe ich jetzt lieber Pistole? Ja, habe ich. Da ist einer. 2. Was ist denn jetzt? Warum? Da ist einer. Dachte ich. Ach, Alter. Das ist ja nervtötend hier. Also das muss ich echt sagen. Habe ich jetzt getroffen wenigstens, dass er jetzt gleich einbrennt, der eine da, oder nicht? Ist das ein Nerv? Also es zieht sich ja wie ein Kaugummi, das Ganze hier. Also ohne Witz. Das ist so unfassbar schwer für mich. Diese Mission hier gerade. Gute Nacht, Gamerfall. Schlaf gut. Schön, dass du da warst. Danke für dein Däumchen. Ich verstehe es nicht. Schnell hoch. Jetzt ist der oben. Wo ist denn der jetzt? Hier. Penn. Schlaf. 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 Danke. Hoch. Hoch. Scheiße, die waren noch mal zielen. So. Sehr schön. 5 noch. Meine ich. Jetzt. Die Steuerung, Alter.
Ach ja. Volltreffer. Du hier auch, komm! Shit! Hab ich ihn getroffen? Noch 3. Wenn ich Glück habe, noch 2. Zwei noch. Noch 2, noch 2, noch 2. Wartet mal ganz kurz, ich gehe mal auf Nummer sicher. Nicht, dass die Hampelmänner wieder aufstehen. Das ist eine bescheuerte Steuerung, ohne Witz. Na komm. Sag mal, triffst du auch mal, oder was? Achso, ich schieße mit der falschen Waffe, kann das sein? Oder? Ich verstehe jetzt, was ist... Was war denn jetzt nochmal die Schlafwaffe? Scheiße. Alter. Das war sie nicht. Oh, jetzt noch einer, komm. Da ist er, oder? Ich dachte, ich hätte ihn gerade gesehen. Stirb doch mal hier. Sag mal, halten die hier ewig viel aus, oder was? Na egal. Oh, jetzt wollte ich den letzten Hampelmann noch. Das hatten wir ja vorhin schon gehabt, das Elend. Warte mal, wir machen mal... Der ist leer. Ja, der ist leer. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Komm her. Ich hab keinen Personenmelder. Auch nicht mehr. Wo ist er? Oh. Ich hab volles Leben, Leute. Oh. Jetzt wirklich nur noch einer. Das Problem ist, meine Sonardinger sind leer, die Batterien. Das heißt, ich muss den jetzt irgendwie so finden. Vielleicht vom Dach oben aus, aber da war ich ja.
Deutschen ja auch nicht gesehen. Habe ich ja probiert mit dem Sonar durchklicken, Yasi. Jetzt stehen sie nicht mehr auf Friederike, deswegen habe ich sie nochmal in den Kopf geschossen. Ey, wenn ich jetzt wieder an dem letzten verrecke, dann kriege ich hier einen echten Anfall. Wo ist denn der letzte? Bestimmt in der Fabrik drin, ne? Also hier in der Ruine hier. Da ist er. Ich hab ihn. Gut, wir machen jetzt Schlafmunition. Ist das hier Schlafmunition? Ja. So, ich habe eine Idee. So. Wir sind 80% getarnt. Nee, das ist so unfair von dem Spiel. Unfassbar unfair. Ich war 80% getarnt. Das ist so zum Kotzen, ey. So, hier durch. Hier ist er. Hier ist er jetzt. Komm. Schlaf ein, bitte. Komm. Schlaf bitte ein. Jawohl. So, jetzt nochmal sicher gehen. So. Oh. Und jetzt? Und jetzt? Muss ich jetzt hier irgendwas triggern? Wenn ich überlege, darüber zu hampeln, oder? Okay. Oh, endlich, ey. I've been waiting for this moment. Oh, die haben Eva. That's it. That's the stance. I don't think so. What? A female spy? This bitch is wearing perfume. Stay where you are. I've had enough of your judo.
I see you've got yourself a single-action army. That's right. There'll be no accidents this time. You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. What did you say? It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. And you're forgetting one more very basic thing. You don't have what it takes to kill me. We'll see. Nice. Ocelot, das war wohl, ja. That thing only carries 6 shots. The Makarov carries 8. You have to get a feel for how many you have left. Diese Ratschläge immer von ihm. This is a high-class weapon. It's not meant for shooting people. Damn! Ja, das ist ein Typ, ey. Der Ocelot verliert hier ständig und gibt die an, als wäre er hier der absolute Condolero. This isn't over yet. Don't. Why? He's still young. You'll regret stopping me. Damn it! I've got to get back before he does. Na los. Da ist der Film mir keinen Scheißdreck gegen, ey. Okay, da kommen wir weiter. Da kommen wir weiter. Alter, war das schwer gerade. Ich hoffe, es kommt nicht nochmal vor. Nicht spoilern. Danke. War ja auch schwer. Ist mein erstes Metal Gear Solid. So, meine. So, jetzt sind wir im Sumpfgebiet. Das, was die ja beschrieben hat. Wir sind also auf dem richtigen Weg. Kann der Gute schwimmen? Oder ist das hier richtiger Moor? So wie vorhin. Warte mal, ich guck mal auf der Karte. Da kommt irgendein Tier auf mich zu. Alter, sind Krokodile. Vorsichtig. Ah, man kann schwimmen, sehr schön. Gibt's bessere Tarnung eigentlich für diesen Sumpf? Gleich mal gucken. Bäumen, Gras, Boden, Gebüsch, gegen Baum. Nee, das bringt hier alt nichts. Höchstens oberkörperfrei, aber ich weiß nicht. Nee. Da bleib ich bei meinem Blattmuster. Der war noch relativ grün hier. Na los, hoch hier. Geht das nicht? Ach komm, Spiel. Sag mir nicht. Karte. Muss anscheinend
ich jetzt hier falsch oder wie? Muss anscheinend da hoch. Nicht so schnell. Oh. Ich gehe mal die Kisten einsammeln. Sehr schön. Sehr schön. Schwimmen. Dann müssen wir bestimmt da lang. Wer mag die? Jawohl, Krokodile sind eigentlich cool. Sind, glaube ich, auch eins der wenigen Lebewesen. Anruf. Die aus der Urzeit noch so sind. Snake, are you there? Eva, Did you miss me? did you make it without any trouble? No one saw me. So you're back with Volgin. In a matter of speaking. Sehr schön, ich hab's What about geschafft. the boss? Yeah, she's here too. Better be careful. Thanks, I will. The boss and I get along pretty well, though. I guess we traitors have a lot in common. Why would anyone want to defect? Betraying your country like that, I just don't get it. Are you talking about the boss? Why do you do it? Weren't you born and raised in America? Yes, in a small rural town. I never even knew there were other countries, other cultures, other ways of thinking. Until I went to work for the NSA. And one day, I found I'd lost faith in the things I'd been taking for granted. What did you see? What was it that made you want to change sides? You wouldn't believe me if I told you. Try me. I saw the universe. The universe? Not the actual universe. The universe as the intelligence community sees it. I realized that the gravity in this universe was holding me back. That's all. People and countries are both changed by their environment. And by the times. That sounds like what the boss was saying. There's a world of difference between this country and America. But it's only a difference of position, a difference of perspective. Coming here made me realize something. Half of what I'd been told was a complete and utter lie. The other half was a conveniently constructed lie. Where's the truth then? It's hidden in the lies. Are you lying too? Who knows? I've been trained to make even the most severe falsehood sound like the honest truth. Weren't you? No. I believe because I have to, even if it is a lie. That's part of my mission. I'll have to remember that. If you need me, give me a call on the radio. My frequency is 142.52. See ya. Okay. Was ist denn hier gespannt? Eine Falle? Interessanter interessanter Gesichtspunkt von ihr. Wie sie das sieht, die Eva. Im Prinzip hat sie ja recht. Im Prinzip sind es nur die anderen Standpunkte, die anderen Perspektiven. Sonst ist eigentlich alles gleich. Bolshaya passt. Last of Us 2. Und, wie gefällt's dir, Havok? Bist du durch, Christian, eigentlich mit Last of Us? Das passiert wieder nur mir. Komm ich denn hier hoch? Hier irgendwie. Hier durchkriechen, ne? Sieht doch so stark aus. Sehr schön. Ah, Glückwunsch, Havok. Wie könnte ich hoch? Kann man da den Strom abstellen? What? Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Ich hab die nicht gesehen. Wo waren denn die Gegner? Ich geh mal hier hoch.
Wenn wir jetzt hier über den Zaun springen, das ist relativ easy, aber erstmal gucken, ob hier oben... Oh, da ist ein Was ist denn das, ein Wolf? Ne, sieht irgendwie anders aus. Wildhund, hä? Nicht lang zögern, Leute. Wachhund bestimmt. Who's that? Huh? It's the enemy! The enemy is close by. Jetzt habe ich Müll gemacht. Ich wollte die eigentlich einschläfern. Ich habe die falsche Waffe genommen. Ich wollte die eigentlich einschläfern. Ich habe die falsche Waffe genommen, Leute. Oh, der pennt jetzt eine Runde. Der pennt ein. Und du auch. Sehr schön. Nur weil ich ja noch zurücklaufen wollte in dieses verdammte... Wo komme ich jetzt rüber? Kurz warten. Gute Nacht, Dennis. Schlaf gut. Schön, dass du da warst. Danke für dein Däumchen. HQ. This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the intruder. Going into high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Ich warte mal kurz hier. Also spannend ist es natürlich für euch nicht, weil ich auch nicht viel auf den Chat gucken kann, weil ich ja immer aufpassen muss, dass mich keiner entdeckt. Was mir nie gelingt. Richtig. Ich weiß gar nicht, wie weit ich ungefähr im Spiel bin, Dragon King. Snakes Magen knurrte. Echt jetzt? Wartet mal. Ich dachte, das ist ein Gegner. Ich dachte, das ist ein Hund. Weil da vorhin ein Hund lang gelaufen ist, dachte ich, das ist ein Hund in der Nähe. So. HQ. This is HQ. Patrol here. No problems detected. Understood. Return to your position. Okay. Karte.
Wir sind fast da. Wir müssen noch über den Zaun. Frage ist bloß wie. So, kann man da durchklettern, krabbeln irgendwo? Sieht irgendwie nicht so aus, dass man hier durchkrabbeln könnte unten drunter. Irgendwie rüberhangeln. Mal Karte gucken. Vielleicht da drüben. Wow! Ich dachte gerade, es ist ein Baumstamm. Die Grafik sei Dank. Schlaf erstmal eine Runde. Ach komm. Ich glaube, wir machen am Morgen weiter. Das wird jetzt hier nichts. Schnell. Keinen Sinn. Scheiße. Scheint es aber geschafft zu haben. Die scheint es aber geschafft zu haben. Wenn auch äußerst idiotisch. Bolscheier, was war es? Keine Ahnung, Geralt habe ich noch nie probiert. So, wir sind in der Basis angekommen. Dann machen wir erstmal ein Fernglas. Ich sehe dich. Oh, die sind mitgekommen. Das neue Gebiet, egal. Die warten kurz die 20 Sekunden. Oh, jetzt nochmal eine Minute. This is HQ. Patrol here. Huh? We've lost sight of the intruder. Going into high alert. Ach, shit. Ach. Ja. Das wird nix. Machen wir morgen 19 Uhr weiter hier an der Basis. Ich guck mal, wo der Speicherstand ist jetzt. Ach komm, steht doch, Mann, ey, das sind die wirklich, sind die blind? Schießt mich doch mal tot. Reizt mich nicht, Geralt. Sehr schön. So, jetzt gehen wir hier in Deckung. Kann man hier jetzt speichern? Die waren hier speichern, Leute. Option. Wie kann ich denn hier speichern? Weiß das jemand? Wie ich hier abspeichern kann? Leute, schreibt mal bitte rein. Braucht jetzt mal eine Antwort, bitte. Yassi, sag mal an, wie kann man hier speichern?
Die ganzen Metal Gear Solid Fans. Das Spiel raubt mir den Nerv, ohne Witz. Ich muss jemanden anfunken? Dann machen wir das doch mal. The crevice leading to the cave is to the north of that base. Keep heading north. Good, you've reached the relay station, but stay alert. That station is an enemy strongpoint. The security is bound to be tight. But there's no other way to get to the crevice if I don't make it through. Exactly. The crevice leading to the cave is in the north of that area. Find a way to slip past the enemy and head north. Okay. Ach, hier. Saving the game, Snake? Ja. Also das Spiel gefällt mir gut, vor allen Dingen auch die Story, aber ich muss mit der Steuerung noch klarkommen. Dankeschön, Yassi, und danke an alle, danke fürs Einschalten, danke für die Spende. Hey, Snake, you ever heard of Godzilla, King of Monsters? No, what is it? It's a movie. You haven't seen it? Den habe ich gesehen. Nope. It's about this monster called Godzilla, who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Serizawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. It was originally a Japanese movie, but they made an American version, too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America, too. Why's that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course. Everybody loves Godzilla. You sure know a lot about movies. I don't suppose you're the movie-watching type, are you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Wir haben gespeichert, sehr schön. So. Dann würde ich jetzt hier ausmachen. Auf alle Fälle danke für eure Abos, danke für eure Spenden. Sehr lieb von euch, wieder mal. Danke fürs Einschalten. Und wer Lust hat, wie es weitergeht hier bei Metal Gear Solid 3, der schaltet einfach 19 Uhr wieder ein. Da geht's nämlich weiter bei dem schönen Schleichmodus hier. Kalli, der Schleichexperte. Schlaf gut, träumt schön und bis dahin. Ciao, ciao.